Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern, Nibelungenlied für das Teutsche Haus von Emil Engemann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, wir müssten jetzt beim 9. Abenteuer sein, wenn ich mich nicht alles irrt. Genau, das letzte Mal, wie Siegfried nach den Nibelungen und Brünnhild gegen Burgund fuhr. Und das nächste Abenteuer, 9. Abenteuer, heißt, wie Siegfried als Bote nach Worms fuhr. Schon 9 der Tage waren sie auf der Wasserflut, da sprach von Tronje Hagen: Nun hört, was Not uns tut, wir säumen mit der Kunde nach Wormsen an den Rhein, es sollten unsere Boten längst in Burgunden sein. Da sprach der König Gunther: Wohl hast du recht daran, auch wird uns wohl von keinem so gern die Fahrt getan, als von dir selbst, Freund Hagen, drum nimm ein Ross zur Hand und reite dort vom Ufer voraus ins Heimatland. Ihr wisset wohl, sprach Hagen, ich bin kein Bote gut, doch will ich einen nennen, der es gar gerne tut. Das ist der kühne Siegfried, der Degen tugendreich, um eurer Schwester willen tut er die Reise gleich. Der König schritt zu Siegfried und fasste seine Hand. Wir nahen, sprach er bittend, jetzt wieder meinem Land. Da möcht ich Boten senden, der lieber Schwester mein, und auch der treuen Mutter nach Wormes an den Rhein. Und weiß nun nicht, Freund Siegfried, wer mir die Reise tut. Willst du, dank ich's dir's immer, du machest froh Gemut, Frau Uten und Kriemhilde für alle Lebeszeit. Als Siegfried dieses hörte, da ward er gleich bereit. Was du mir willst entbieten, mir soll nichts werden leid, ich tu es gern zur Liebe der minniglichen Maid. Wie ließ ich sie harren, die ich zur eigen bin, um ihretwillen reit ich zum Rhein ich willig hin. So sage denn Frau Uten und auch den Brüdern mein, dass sie Gestühl errichten weithin am grünen Rhein, und allen meinen Freunden zugleich sei's kundgetan, ich stelle mit Brünnhilden bald frohe Hochzeit an. Und gib auch meiner Schwester Kriemhild mein Wort bekannt, dass wenn mit meinen Gästen ich komme in das Land, sie mir gar wohl empfange, die Herzgeliebte mein, dann werd auch ich hinwieder ihr gern zu Diensten sein. Das Schiff, das war inzwischen dem Uferrand genaht, Herr Siegfried von Brünnhilden sich Urlaub auserbat, wie ihm das wohl geziemte, zur Fahrt nach Worms am Rhein, es konnt in allen Landen kein besserer Bote sein. Mit 24 Recken ritt bald in Worms er ein, da ward ein banges Fragen, wo mag der König sein? Herr Gunthers in Gesinde, das stand in Jammersnot, sie fürchten denn den Herren erschlagen schon und tot. Nun stiegen von den Rossen die Degen kühn gemut, gar bald sah sie Frau Ute mit ihren Sohnen gut, und Kriemhild ihre Tochter, die sprach voll Jammer da, als sie den König Gunther nicht bei Herrn Siegfried sah. Willkommen seid Herr Siegfried, sagt also gleich mir an, wo habt ihr meinen Bruder, den König, hingetan? Habt ihnen eure Stärke vor Brünnhild nicht bewahrt, dann ward uns sehr zum Schaden die schlimme Minne Fahrt. Mit Lächeln sprach der Ritter, gebt mir nur Botenbrot, ihr edlen Frauen beide, ihr weinet ohne Not. Ich ließ ihn wohl geborgen, das mach ich euch bekannt, er hat mich zu euch beiden mit Kunde hergesandt. Er lässt euch Dienst entbieten, in treuen Mut und Sinn, er und die er errungen, Brünnhild die Königin. Drum lasset euer Weinen, so kommen bald hierher, die Frauen hatten lang nicht gehört so Liebe mehr. Sie baten ihn zu sitzen, des war er gern bereit, da sprach zu ihm voll Dankes die minnigliche Maid: Ich möcht gern euch geben zum Lohne all mein Gold, doch seid ihr mir zu vornehm, so bleib ich sonst euch hold. Und wäre mir zu eigen, rief er, auch 30 Land, gern nehm ich dennoch Gabe aus euer lieben Hand. Drauf sprach die edle Jungfrau, so soll es denn geschehn. Sie hieß der Kämmrer einen nach ihrem Gadem gehn.
Zum Schmucken kämen Nahte, manch Kleinod und Gewand, war dort in manch Gewebe von ihrer fleiß'gen Hand. Die allerschönsten Spangen mit Edelsteinen licht, bot sie ihm da zum Lohne, doch er behielt sie nicht. Bis auf der Spangen eine, die nahm er als Gedenk, die andern gab den Mägdlein Kriemhildens ihr zum Geschenk. Frau Uten, auch die Edle, bot ihre Dienste an. Ich soll euch ferner künden, sagt ihr der kühne Mann, um was der König bittet, kommt er zurück zum Rhein. Wenn ihr ihm dieses leistet, wird er euch dankbar sein. Ihr sollt die reichen Gäste, das hört ich wohl empfangen. Auch wär's euch von Kriemhild, so meint ihr's wohl getan. Wenn ihr von Worms entgegen ihm ritten auf den Sand, das ist, woran der König in Treuen euch gemahnt. Da sprach die Minnigliche, des sind wir gern bereit, was wir ihm dienen können, geschieht in dieser Zeit. In Freuden und im Leide tun wir, wie er gebot. Ihr Antlitz war beim Sprechen entzüchtend rosig rot. Nie fand ein Fürstenbote wohl besseren Empfang. Wenn sie ihn küssen dürfte, sie hätt getan es lang. Gar ungern nur Herrn Siegfried davon den Frauen schied, die ohne Säumen taten, was er in Treuen riet. So, wir machen gleich weiter mit der nächsten Sage, weil das nächste Abenteuer, weil das relativ kurz war. 10. Abenteuer. Wie Brünnhild zu Worms empfangen ward. Gar bald hernach da sah man heran zum Rheines Strand die frohen Gäste fahren in das Burgundenland, Herr Gunther mit den Recken und mit der hohen Maid, die sie empfangen sollten, die waren allbereit. Wie Siegfried es geraten, ritt nun die Königin, Frau Ute mit den Mägdlein zum Rheinesufer hin. Ortwein der Kühne führte der Königin das Ross, mit ihm riet mancher Ritter, der Frauenfahrt genoss. Der Markgraf Gere führte am Zaum Kriemhildens Tier, bis vor der Hofburgpforte, da ritt Siegfried herfür. Um weiter ihr zu dienen, man musste wohl gestehen, so schönes Paar wie dieses hat niemand noch gesehen. Die minniglichen Frauen, die standen an dem Strand, da schritt mit seinen Gästen Herr Gunther an das Land. Er führte aus dem Schiffe die herrliche Brünnhild, da grüßte sie Frau Ute und ebenso Kriemhild. Sie sprach gar wohlgezogen, das schöne Mägdelein: Ihr sollt in diesem Landen uns gut willkommen sein, mir, meiner lieben Mutter und allen, die wir hier als treuen Freunde haben, da neigte sie sich ihr. Es küsste und umarmten gar oftmals sich die Frauen, so minniglich empfangen war selten wohl zu schauen. Froh standen beieinander die Königstöchter reich, an Tugend und an Schönheit einander völlig gleich. Von Gunthers Freunden allen war das Verlangen laut, ein jeder wollte schauen die stolze Königsbraut. Drum führte edle Degen aus den Burgundenland die Frauen zu hohen Bäumen, allwo man Schatten fand. Da spähten nach den Maiden, so rosig und so licht, manch ein erfahrner Recke mit prüfendem Gesicht und rühmte dann den Freunden, der laut und jener leis, jedweder hat von beiden der vollsten Schönheit Preis. Wer Frauen schätzen konnte und minniglichen Leib, der lobt um ihre Schöne des König Gunthers Weib. Doch sprachen weise Männer, die besser es ersehen, man müß den Preis Kriemhilden nicht Brünnhild zugestehen. Nun gingen zueinander die Mägdlein und die Frauen, es war in hohem Prangen manch schönes Weib zu schauen. Rings standen seidne Hütten und manches stolze Zelt, es war erfüllt von ihnen weit rum das Wormser Feld. Bald saßen hoch zu Rosse die edlen Gäste all, da gab es von den Speeren auf Schilde Stoß und Schall. Hochauf begann's zu stäuben, als wär das ganze Feld entbrannt von wilder Lohe, da schritt manch kühner Held. Und was die Helden pflagen, das sahen die holden Frauen, steht zwar mit seinen Degen Herr Siegfried da zu schauen. Er ritt gar manches Male am reichen Königszelt, mit seinen Nibelungen vorbei der kühne Held. Bis nun von Tronje Hagen, wie ihm der König riet, den Buhurt und die Spiele mit gutem Sitten schied. Nun traten zu den Zelten der Degen viel heran,
Manch Küssen und manch Rosen, manch ward fröhlich dargetan, bis zu des Abends nahe man so in Freuden war. Doch als es kühler wurde, erhob sich Schar um Schar und ritt zur Hofburg wieder, zurück zum grünen Feld. In schöne Augen schaute, gar tief da mancher Held. Auch Gunther und Brünnhilde mit ihrem reichen Tross, die zogen vom Gefilde hinauf ins Königs Schloss. Es strahlt im Glanz der Krone des Königs Stolzgemahl. Bald hob von neuem wieder sich lauter Freudenschall. Man schaute schwer von Speisen, viel Tafeln lang und breit und schön Gestühl geordnet, denn es war Mahleszeit. Herr Gunther mit den Recken, der hielt jetzt gerne Rast. Am Tische sah man sitzen manch kühn gemute Gast. Die Kämmerlinge brachten in Becken goldes Rot Handwasser für die Helden, doch ehmals Gunthers Boot, da trat zu ihm Herr Siegfried und mahnt ihm an das Pfand, das er ihm zugeschworen, der einst für Isenland. Er sprach, es schwur Herr König, mir einstens euer Hand, wenn ich euch Frau Brünnhilde herbrächte in das Land, gebt ihr mir eure Schwester, wie steht's mit diesem Eid? Es war mir keine Arbeit, für euch ihr wisset Leid. Recht habet ihr, sprach Gunther, dass ihr mir daran mahnt, mein Eidig soll Herr Siegfried nicht werden, meine Hand. Ich will's euch fügen, helfen, so gut ich es vermag. Darauf entbot er Kriemhild herzu dem Hofgelag. Da führte man die Holde hin, wo der König stand, im Kreiser edler Ritter aus mancher Fürstenland. Dort mitten in dem Saale hieß man sie stille stehen. Brünnhild, die sah man eben hinzu den Tische gehen. Sie hatte keine Kunde von dem, was hier geschah. Zu seinen Freunden sagte Herr Gunther just allda: Helft mir, dass meine Schwester Herrn Siegfried nimmt zum Mann. Das wäre, sprachen alle, in Wahrheit wohl getan. Kriemhild, viel liebe Schwester, sprach er nun zu den Maid, um deiner Tugend willen, erfülle meinen Eid. Ich hab dich einem Helden gelobt, wird der dein Mann. Hast du in Schwesters Treue den Willen mir getan. Da sprach die edle Jungfrau: Viel lieber Bruder mein, ihr braucht mich nicht zu bitten, es soll es immer sein, wie ihr es mir gebietet, und so wird es getan. Denn dem will ich treu geloben, den ihr mir gebt zum Mann. Von Liebe und von Freude, wie Flammenglut so rot, Herr Siegfried da Kriemhilden zu Diensten sich erbot. Sie traten miteinander nun in den Ring herein. Man frug sie, ob sie wollte des Helden Hausfrau sein. In jungfräulichen Züchten errötend stand sie da und sprach in holder Scheue gesenkten Blickes: Ja, sie gab ja gern zu eigen dem treuen Herz und Hand. Da schwur sich ihr zum Manne der Held von Niederland. Als so nach altem Brauche die Trauung war geschehen, da konnte man Herrn Siegfried bei Kriemhild sitzen sehen, dem König gegenüber, es dient ihn mancher Mann, man sah um ihn gesammelt der Nibelungen Bann. Brünnhilde saß bei Gunther, als nun die stolze Maid Kriemhild bei Siegfried schaute, da kam ihr wilder Neid. In ihrem grimmen Zorne zu weinen sie begann, gar manche heiße Träne von ihrer Wange rann. Was ist euch, liebe Fraue, sprach Gunther zu Brünnhild, dass von den schönen Augen euch Träne um Träne quillt? Ihr solltet euch doch freuen, denn euch ist untertan mein Land und reiche Burgen und mancher kühner Mann. Ich mag wohl besser weinen, entgegnet ihm die Maid, um Kriemhild, eure Schwester, trag ich so bittres Leid. Sie muß ja dort zur Seite dem Eigenholden sein. Das ist fürwahr zum Weinen, dass denn sie mußte freien. Mich jammert ihre Schöne und ihre edle Zucht. Wüsst ich, wohin ich machte, vor euch mit auf die Flucht, wenn ihr mir nicht berichtet, warum als Ehegemahl bei Siegfried eurem Dienstmann Kriemhilde sitzt im Saal. Da sprach der König Gunther: Schweigt heut mir still davon. Ein andermal künde ich euch die Mehre schon, warum den kühnen Siegfried ich gab die Schwester mein. Sie braucht ob nicht in Trauer und Niedrigkeit zu sein. Des Königs Worte hemmten nicht ihrer Tränen Flut. Sie saß bei Hochzeitsmahle, die stolze Trübgemut. Umsonst begann der König, sie zärtlich anzusehen. Es mochts von ihrem Stolze ihm wenig Liebs geschehen. Jetzt eilten von den Tischen die Degen kühn und her,
bald krachten dumpf die Schilde von manchem schweren Speer. Das Kampfspiel war zu heftig, dass rings die Bogen erklang, doch trotzdem ward dem König die Weile dabei lang. Er hieß die kühnen Degen beenden Kampf und Streit und auch die Tische räumen, spät war es an der Zeit. Da schieden an dem Stiege die Frauen sich von dem Saal, in Liebe und in Güte, so schien es dieses Mal. Nun kam das Ingesinde, sie säumten länger nicht, es nahten Kämmerlinge mit hellem Kerzenlicht, da teilten sich die Recken der reichen Fürsten Bann, stolz schritt hinweg mit Siegfried manch kühn gemuter Mann. Auch Gunther ging zur Ruhe mit seinem Ehgemahl, doch düster blieb und zornig Brünnhildens Augenstrahl, und als er hold vertraulich die Grollende umschloss, stieß sie ihn wild beiseite, in Zürnen, das war groß. »Hinweg mit von mir, Herr Gunther, lasst euer Rosen sein, ihr seid, das mögt ihr wisset, noch nicht der Herre mein, ich kann erst euer werden«, so rief sie zornsheiß, »wenn ich von allen Dingen allhier die Wahrheit weiß. Wie ist es mit Herrn Siegfried? Sagt mir vor allem das.« Da faß ob ihrem Schelten auch Gunther Zorn und Hass. Er griff sie bei den Armen und fasste grimm sie an. O hätt er der Starken doch nimmer das getan. Er hatte ihr beim Ringen zerrissen das Gewand, da faßte einen Gürtel in grimmig ihre Hand, den sie von schwerer Borte an ihrer Seite trug. Sie tat dem armen Gunther schmachvollen Leids genug. Die Füße und die Hände sie ihm zusammenband, an einem starken Nagel hing sie ihn an die Wand, auf dass der Störenfriede beachte ihr Gebot, von ihrer Kraft gewann er beinahe jetzt den Tod. Da hub er, der Meister und Herr doch sollte sein, zu flehen an: »O löst mich, vie edle Herren mein! Ich schwöre es im Treuen, o Fraue stolz und hehr, euch ob zu siegen will ich, versuche nimmermehr.« Nicht kümmert sie sein Flehen, und dass er hing statt lag, er mußte hangen bleiben die Nacht bis an den Tag, bis dass der lichte Morgen durchs Fenster warf den Schein, die Kraft in seinem Leibe, die ward da wahrlich klein. Da trat sie zu dem Schwachen: »Nun sagt, ist euch nicht leid, wenn euch gebunden findet«, so sprach die schöne Maid, »jetzt eure Kämmerlinge von einer Frauen Hand.« Da sprach der arme Gunther: »Euch wird es schlimm gewandt, und mir wär's wenig Ehre, wird dieses offenbar, drum lasst mich frei, dass niemand die Schande wird gewahr. Ich will ist meiner Nähe euch gar so grimmig leid, euch niemals mehr berühren, nur mit der Hand das Kleid.« Da löste von dem Nagel ihn endlich ihre Hand, bald kam das Ingesinde und brachte Neugewand. Wie froh man sich gebarte, in Trauern war genug, da insgeheim Herr Gunther, ob er auch Krone trug. Nach Sitte der Burgunden, wie es gebot die Pflicht, Herr Gunther mit Brünnhilden nun länger säumten nicht. Sie zogen in das Münster, wo man die Messe sang, mit Kriemhild kam auch Siegfried, da hob sich großer Drang. Nach königlichen Ehren war ihnen wohl bereit, was sie jetzt tragen sollten, die Krone und das Kleid. Drauf wurden sie geweihet, und als das war geschehen, da sah man unter Krone die Viere herrlich stehen. Gar viele Degen nahmen, 600 oder mehr, das Schwert, ihr sollt es wissen, dem Könige zum Ehr. Bald hört man Schäfte krachen von ihrer starken Hand, es hub sich große Freude in der Burgunden Land. Es saßen in den Fenstern viel schöne Mägdelein und sahen von sich leuchten gar manchen Schildesschein. Herr Gunther nur stand einsam in Freudenschwall ringsum und blickte auf die Frohen, so traurig und so stumm. Herr Siegfried sah ihn stehen, das Aug voll düstrer Glut, gern wüsste, was ihm fehlte, der Degen frohgemut. Er eilte zu dem Trüben, zu fragen er begann: »Was ist dir denn, Freund Gunther? O sage mir es an!« »Ich künnt es dir«, sprach Gunther, »du plauderst mir's nicht aus. Den üblen Teufel hab ich, geladen in mein Haus, in diesem grimmen Weibe, das heut mich nächtlich band und mich an einem Nagel aufhänget an die Wand. Hier schau nur meine Hände, wie die geschwollen sind. Die drückten sie so mächtig, als wäre ich ein Kind, dass mir das Blut, das heiße, aus allen Nägeln drang. Mir ward von ihrer Stärke fast um mein Leben bang.
Und voller Ängsten hing ich da Nacht bis an den Tag, ehe sie mich wieder löste, indes sie schlafend lag. Das sei dir anvertrauet, ganz in Verschwiegenheit. Da sprach der starke Siegfried, des ist mir wahrlich leid. Doch hoffe ich, sie wird dir schon's noch zu Willen sein. Ich will in meiner Kappe zu deinem Kämmerlein heut Abend heimlich kommen, dass niemand mag mich sehn. Heißt du der Kämmerlinge hernach von dannen gehen. So lösche ich den Knaben, die Lichter an der Hand. Durch dieses Zeichen ist dir dann sicher gleich bekannt, dass ich hereingetreten, ich zwinge dieses Weib. Das schwöre ich dir, wenn selber ich nicht verlier den Leib. Du wirst mir wohl nicht kosen, mein grimmes Gemahl, sprach Gunther, alles andere lass ich dir freie Wahl. Was du auch tust und nehmest, du Leben, ihr und Leib, das wollt ich wohl verschmerzen, sie ist ein furchtbar Weib. Das nehm ich, sagte Siegfried, gern auf die Treue mein, das Küssen und das Kosen, das lass ich gerne sein. Mein eigen ist ja Kriemhild, die holdendste der Frauen, wohl konnte König Gunther des Freundes Wort vertrauen. Der Abend kam zum Palas von ritterlichen Streit, die Helden wie drum schritten, denn es war Mahleszeit. Die Frauen jede führte ein Bischof zu dem Mahl, als vor den beiden Fürsten sie traten in den Saal. Bei seinem Weibe Gunther in fester Hoffnung saß, es war sein schönes Antlitz netz nimmer trüb und blass, und nach dem Mahle eilt er zur Ruhe also fort. Er dachte an Herrn Siegfried und an des Freundes Wort. Die Kämmerlinge ließ er mit ihren Lichtern stehen, nicht lang braucht er zu warten, plötzlich war's geschehen, dass all die Kerzen loschen, die Knaben in der Hand, des Freundes Nähe ward ihm da also bald bekannt. Gar schnell war er besonnen, er ließ von dannen gehen, die Mägdlein und die Frauen, und als das war geschehen, verschloss Herr Gunther selber gar sorgsamlich die Tür und schob zwei starke Riegel voll Eifer noch dafür. Jetzt trat, als wär er Gunther, Siegfried zur Königin. Was kommt euch, grollte Brünnhild, Herr Gunther, in den Sinn? Wollt Drangsal ihr erleiden, auch heute so wie denkt eures Wort, sonst wird euch von meinen Händen weh. Er hehlte seine Stimme und sprach kein einzig Wort, in seinem starken Arme schloss er sie also fort, doch sie in wilden Grimme warf ihn auf eine Bank, dass ihm das Haupt beim Falle mit dumpfen Schall erklang. Auch sprang in seiner Stärke alsbald der kühne Mann, es besser zu versuchen, doch als er nun begann, mit voller Kraft zu ringen, tat sie ihm Schlimmes an, mir deucht von keinem Weibe ward solches je getan. Nichts half ihm seine Stärke und seine große Kraft, sie zeigte bald dem Recken des Leibes Meisterschaft, sie hob ihn hoch und drückte, als müsste das so sein, gar ungefügt Herrn Siegfried eng zwischen Wand und Schrein. O wehe, dacht der Recke, sollt ich nun meinen Leib von einer Maid verlieren, so wird ein jedes Weib danach für immer tragen, hofartig Frevelmut, dem Manne gegenüber, die sonst es nimmer tut. Da schuf des Zornes Stärke, als sie ihn niederzwang, dass sich emporzuringen ihm wiederum gelang. Mit allen seinen Kräften hielt er die Königin, wild rangen in den Kammer die beide her und hin. Es kam selbst König Gunther in Nöte und Beschwer, er musste oftmals flüchten von ihnen hin und her. Sie rangen so voll Eifer, dass es fast Wunder nahm, wie eines vor dem andern noch heiler Haut entkam. Wohl stundenlange währte der bitterliche Streit, doch endlich brachte Siegfried zu Falle doch die Maid, sprang ihm auch aus den Nägeln von ihrer Hand das Blut, es zwängt des Helden Stärke, die stolze Übermut. Wohl griff sie nach der Seite, wo sie die Borte fand, doch ließ er sich nicht binden von ihrer flinken Hand. Er drückte sie so mächtig, dass ihr das schöne Leib in allen Gliedern krachte, da wurde zag das Weib. Sie stöhnte, edler König, o lass das Leben mir, was ich auch Leids verübte, das sühn ich gerne dir. Ich will mich nimmer sträuben gegen all den Willen dein. Du kannst, ich hab's erfahren, der Frauen Meister sein. Aufsprang jetzt so Herr Siegfried, doch liegen blieb die Maid, wie tot, da schob beiseit er den Ärmel ihr vom Kleid und streifte von den Arme ihr einen goldenen Ring. O weh, dass dieses Raubes der Held sie unterfing.
Auch nahm er ihrem Gürtel die Borte stark und gut. Ich weiß nicht, ob er beides getan aus Übermut. Drauf eilte er von dannen zu Frau Kriemhilde hin und gab ihr Ring und Borte der stolzen Königin. Zwar widerstand den Fragen der Holde er noch lang, er hehlte ihr die Wahrheit, so sehr sie ihm drang, doch endlich er ihr Kunde des Abenteuers gab, das brachte ihn und viele der Helden in das Grab. Herr Gunther aber hob sich ganz anders jetzt der Mut, als gestern er gewesen, hoch schwoll die Freudenflut, in den Burgundenlanden für manchen Degen wert, wen er zu Hof geladen, der wurde hoch geehrt. Er wehrte für die Gäste das reiche Hofgelag, in Jubel und in Wonne bis an den 12. Tag. Des edlen Wirtes Freunde, wie Gunther es gewollt, verschenkte ihm zu Ehren viel Kleider, Schmuck und Gold. Auch Siegfried schenkte Rosse und all das Prunkgewand, das er mit seinen Mannen gebracht aus Niederland. Er wusste, das geziemet für Könige mag sein, so endete die Hochzeit zu Worms an dem Rhein. Also, verrückt, was der Friedrich da gemacht hat für den Gunther. Ich hoffe da mal, dass es ist nur eine Geschichte. Ja? Ich keine Ahnung, wie weit das sich das Video hier verbreitet, aber das hat mich ein bisschen überrascht am Anfang. Also im Prinzip misshandelt er sie, wenn man so will, und zwingt sie dazu, untertänig zu sein dem König. Ja gut, so war das wahrscheinlich damals, nehme ich mal an. Aber das wird den beiden noch sicherlich nicht zumute führen. Na gut, wie dem auch sei. Vielleicht sollte ich vorher eine Triggerwarnung rausbringen, dass der eine oder andere sich nicht gleich dafür empört. Aber gut, ich meine, das ist eine Geschichte aus dem tiefsten Mittelalter. Also gut, alles klar. Ich hoffe, das hat euch bis hierhin gefallen und dann sieht man sich bei der nächsten Folge bei. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.